Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich euch kurz mitteilen, dass diese drei Sorten von Holy wieder zurück im Sortiment sind. Ja, sie sind wieder back on stock. Holy X Hitchi ist wieder da. Gerade die Sorte ist letztes Mal nach Release, 10 Stunden nach Release, ist diese Sorte komplett ausverkauft gewesen. Ja, die war extrem beliebt bei euch. Und falls ihr es nicht geschafft habt, euch so eine Sorte zu ergattern beim letzten Mal, solltet ihr auf jeden Fall jetzt schnell sein und in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr den Link zu Holy und mit dem Code DORZA5 spart ihr euch auch noch 5 Euro oder mit dem Code DORZA 10%, je nachdem, was für euch besser ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind in der zweiten Episode von dem Beta-Server des neuen Toiletten-Updates und ja, es ist noch nicht allzu viel Zeit vergangen seit meiner ersten Aufnahme, wo ich ja komplett blind reingegangen bin und mir den ersten Eindruck so ein bisschen verschaffen habe gestern. Konnte ich noch nicht mir sehr viel Wissen dazu aneignen, was das eigentlich für Auswirkungen in Zukunft auf das Spiel haben könnte. Und ja, es zeigen sich dann doch einige sehr, sehr starke Balancing-Probleme, die das Ganze dann halt eben auch noch in einem Ausmaß wiedergeben. Ja, was mir bis dato noch gar nicht bewusst ist, ja. Es ist noch nicht lange her, 2-3 Stunden seit der Aufnahme, als ich hier die Toilette hier gestartet habe, aber es kristallisieren sich jetzt schon extrem krasse Vorteile bzw. Unbalancing Abstimmungen hinaus, so dass man sagen kann, okay, krass, so kann das nicht released werden, ja. Und zwar, wovon rede ich? Wir haben es jetzt, wie gesagt, kurz nach dem Beta-Start, ne? Und es haben ein paar Leute halt Stufe 400, ein paar 500, ein paar 600er Accounts bekommen. Und dadurch, dass wir ja jetzt auch wissen, dass halt eben die Toilettenaura, ne, oder beziehungsweise die Aura sich hier aus der Itemqualität, auch von den Runen, aus dem eigenen Level und der Aura von der Toilette zusammensetzt, ist natürlich klar, dass diese natürlich auch höher steigt im höheren Level so, ne? Das heißt, die Leute, die jetzt zum Beispiel 600 oder so sind, die haben natürlich ein bisschen mehr Glück gehabt und konnten ein bisschen mehr testen so, ne? Und wir haben es jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ein bisschen später als Release, beziehungsweise halt eben jetzt 18:30 Uhr, ein paar Stunden später, als ich hier gezockt hatte, das erste Mal jetzt. Und es zeigen sich wirklich sehr krasse Tendenzen auf, dass das Ganze ja sehr, sehr geunbalanced ist. Wir vergleichen einfach mal hier jemanden, der zum Beispiel ja, schon ein bisschen höher ist auf jeden Fall vom Level her. Der hat ein bisschen mehr Glück gehabt als ich mit dem Beta-Account. Wie gesagt, das ist immer so, wird immer zufällig zugeschrieben. Und ja, die Items werden ja natürlich besser, wenn man eine höhere Stufe hat, ne? Oder eine höhere Aura. Ne? Es gibt Leute, also die 600 sind hier, ne? Level 600, die haben schon eine Aura über 1000 so, ne? Und das steigt natürlich auch vom Level her, was natürlich auch die Waffen natürlich besser macht. Ne? Also alle Items, aber explizit die Waffe ist extrem, extrem krass unbalanced, ja. Wir nehmen das hier einfach mal als Beispiel von Jakob. Der befindet sich auf Stufe 652 zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden mal morgen noch reinschauen, beziehungsweise bis zum Ende der Beta, was hier noch alles so geht. Ja, das ist krank, das ist krank. Er befindet sich auf 652 gerade hier und hat so eine Waffe, ja. Guckt jetzt mal oben, das Schulgirl Hartwand, ja, 1093 Aura. Er hat hier eine Waffe mit 4923 Durchschnittsschaden und einer Spanne, die rechts raus bis zu 6662 geht. Auf Stufe 652, Leute, ja. Ich habe eine neue Waffe auf Stufe 700 plus gefunden, die nicht mal ansatzweise so gut ist. Das ist extrem krass. Ihr seht hier 4207 im Durchschnitt und 6000 rechts raus an Schaden. Und ich glaube, ich konnte 6200 maximal finden, was ich so an Schaden rechts raus machen kann. Also mit Stufe 700 plus, ja, habe ich eine so viel schlechtere Waffe als jemand auf Stufe 650, alleine dadurch, dass er hier die Aura auf Stufe 1093 mittlerweile hat. Und ich bin gespannt, wenn die Leute noch weiter hochpushen, hier bei dem Kundschafter genau das gleiche, der hat hier eine Aura von 1127 schon, ne? Wir werden das weiter beobachten, aber hier in diesem Fall haben wir es mit einem klassischen Power Creep zu tun.
Ja, Power Creep, für die Leute, die es nicht wissen sollten, beschreibt die Situation in der Aktualisierung eines Spiels mächtigeren Einheit oder Fähigkeiten einführen, sodass bereits etablierte Gegenstände untermächtig werden können. Nicht der Fortschritt des Charakters selbst, sondern die Stärke der eigenen Spielfigur wird damit adressiert. Also ein klassischer Fall von einem Power Creep hier, dadurch, dass die Items halt eben extrem geupgradet werden können durch die Aura-Stufe. Und das macht sich hier auf diese Waffen halt eben extrem, extrem bemerkbar. Ihr seht hier schon, wie gesagt, wo die Reise hingeht mit den Leuten hier. Ne? Umso höher sie in der Stufe sind, umso bessere Waffen finden sie halt eben auch. Legen die Dungeons, steigen noch weiter auf in der Aura. Es ist ja auch relativ easy hier in der Beta. Du hast ja unbegrenzt Pilze so gefühlt, ne? Kannst du ja halt wirklich durchpushen und kannst du wirklich dir hier, kannst du das bis ans Limit gehen. So, ich bin gespannt, wie weit die Leute hier in der Beta noch kommen werden, damit wir sehen können, was hier an Ausmaß eigentlich noch so Aura-technisch passieren kann. Ne? Weil, dass die Items natürlich besser werden, war mir natürlich auch bewusst. Ne? Das war mir klar. Aber, dass wir hier auf Stufe 650 jemanden haben, der eine so extrem krass viel bessere Waffe schon jetzt finden kann, als ich auf meinem Main, der sich beim letzten LD neu equipped hat mit frischer Waffe. Ja, ich weiß nicht, auf welcher Stufe waren wir da? Auf Stufe 700... 2, 3, 4, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja. Wenn überhaupt, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Stufe 700 plus. Danach ist ja egal, ne? Eine so viel bessere Waffe finden kann, als ich jetzt hier mit meiner Stufe, das finde ich extrem krass. Und ist balancing-technisch, würde das auf jeden Fall einiges durcheinander würfeln. Die Leute würden durch die Dungeons rushen, wie sonst nichts. Die Monstergrotte wäre hier wahrscheinlich nichts mehr wert. Ja? Die ganze Zeit, wo wir hier so Pilze und Tries reinstecken in die Monstergrotte oder generell in die Schattenwelt, Lichtwelt, alle Dungeons, ja, nichts mehr wert, weil die Waffen alleine so viel carryen würden. Die Leute wären wahrscheinlich vielleicht schon, ja, wenn das Update auf die Live-Server kommt, wären die ersten Leute wahrscheinlich schon durch mit dem Sandsturm, keine Ahnung, ja. Alles, was hier so bisher was man hier so an Pilzen reingesteckt hat, es wäre alles nichts mehr wert, würde alles auf den Kopf gestellt werden, alleine durch dieses Feature. Und das war mir halt zum ersten Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich so die ersten Eindrücke gesammelt habe, gar nicht bewusst. Ja, weil ich habe das Feature an sich, ich finde es gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also so wie es halt gemacht ist, ne, mit diesem Waschen und dass die Aura gesteigert wird. Ob man es jetzt nun wirklich so gebraucht hätte, weiß ich jetzt auch nicht, weil es ist tatsächlich, ich habe tatsächlich, ob das bei mir in den Kommentaren ist oder im Livestream-Chat, also bei mir in der Community, als auch bei anderen in der Community oder im Discord oder in den Gilden oder was weiß ich, wo ich habe nirgendwo jemanden gesehen, der gesagt hat, ey, wir brauchen jetzt hier und jetzt ein Klo-Update. Wir brauchen das jetzt, ansonsten kann ich nicht mehr das Spiel weiterspielen. Ich habe noch nirgendwo gehört, dass jemand danach geschrien hat, hier ein Toiletten-Aura-Update zu machen. So, ne? Und auf einmal ist es da. Und auf einmal knallt es hier komplett rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, ne? Und wie gesagt, an sich finde ich das ja per se gar nicht so verkehrt. Das Hauptproblem ist ja eigentlich, warum das Ganze hier so gemacht worden ist. Die Items haben halt so an Wert verloren. Ne? Das beste Beispiel war ja an mir gewesen so, ne? Als ich mich auf mein Main umequipped habe zum letzten Legendary Dungeon. Ja? Wir haben 3 Jahre kein Equipmentwechsel vollzogen. 3 Jahre haben wir kein neues Equipment angezogen und haben so lange gewartet, bis ich auf Stufe 700 bin, um mich im LD neu einzukleiden. Ja? Für diese 3 Jahre hat es mir im Verhältnis wirklich echt wenig Statpunkte gegeben. Also natürlich haben wir, keine Ahnung, was waren das, irgendwie 20.000 Statpunkte oder so gemacht, 20, 30, irgendwie so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, aber was ist das im Verhältnis zu diesen Statpunkten hier, was wir an Basispunkte über die Jahre sammeln? Deswegen sage ich immer wieder, ne, die Basispunkte sind das, worauf es ankommt, nicht die temporären Total Stats so, ne? Die kannst du immer mal upgraden, wenn du willst, ne? Aber was bleibt, was nachhaltig ist, sind halt die Basispunkte hier, ne? Da kommt es drauf an, so, ne? Und für diese 3 Jahre, ne, wo wir jetzt schon so lange drauf gewartet haben, wir haben uns
absichtlich immer ans eigene Fleisch geschnitten, so, weil wir immer so schlecht abgeschnitten haben, überall so, ne? Explizit die Waffe natürlich, ne? Also waffentechnisch muss ich sagen, sind wir natürlich deutlich stärker geworden. Im Durchschnittsschaden hier unten auf jeden Fall. Aber Statpunkt-technisch, von den Stats, von den Total Stats her, einfach nur von den Attributen her, nicht vom Schaden, von den Attributen einfach her, für 3 Jahre 20.000, 30.000 Setpunkte, die wir da gemacht haben, für 3 Jahre warten, ist das im Verhältnis halt echt wenig. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass ein bisschen mehr Wert drauf gelegt wird, dass die Items an sich auch wieder ein bisschen mehr Relevanz gewinnen im Vergleich zu dem, was man sonst so im Late Game an Stat-Punkten macht. So, ne? Deswegen kann ich das schon verstehen, aber es hat da wirklich niemand nachgeschrien. Also mein Empfinden halt. Ne? Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ne? Vielleicht habe ich es auch überlesen und ja, das ging komplett an mir vorbei, aber ich habe es nicht gesehen. So, ne? Und ja, jetzt da muss auf jeden Fall was passieren, weil ich glaube, das würde ziemlich viel aus dem Spiel halt eben ja, über den Haufen werfen, so wie wir es halt kennen. Weil, wie gesagt, der Kollege 50 Stufen unter mir hat so eine kranke Waffe hier, die deutlich, deutlich über meinen Account ist, über 700, ne? Deutlich, deutlich, deutlich drüber. Ne? Der hat wahrscheinlich jetzt schon die stärkste Waffe im Game von den Live-Servern her, keine Ahnung. Und dann will ich nicht wissen, was aktuelle Chars finden, so Dr. Dame oder so, der Stufe, keine Ahnung, 700, ich weiß nicht, was der momentan, kann man hier auf dem Beta-Server nachschauen, was der momentan hat hier. Hier, der ist Stufe 758, ja, was soll da passieren? Was soll der für eine Waffe finden? Holy shit. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Typischer Power Creep hier auf jeden Fall. Deswegen, ne, ich habe den Begriff auch schon lange nicht mehr gehört, aber ja, das ist auf jeden Fall die absolut treffende Bezeichnung hier für diese aktuelle Situation, die wir jetzt hier in dem Spiel haben mit den Waffen. Ne? Und deswegen, ja, muss da auf jeden Fall was passieren. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin noch den Beta-Server hier beobachten. Ne? Und mal gucken, was die Leute hier noch so an Level machen, was die Leute an Waffen finden. Bin ich absolut gespannt, weil durch diese kranken Waffen können die auch easy durch die Dungeons pushen. Und ja, 700 wird hier noch safe fallen im Beta-Server, bis der beendet ist. Und deswegen, ja, halte ich euch da weiterhin auf dem Laufenden. Falls ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Und ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.